Droht aufgrund der prekären wirtschaftlichen Situation Deutschlands und der aktuellen geopolitischen Krise die Einführung einer neuen Reichsfluchtsteuer? Diese Sorge machen sich tatsächlich viele Zuschauer und Zuhörer und genau mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Die Reichsfluchtsteuer wurde ursprünglich 1931 eingeführt unter Kanzler Brüning. Deutschland befand sich in der Weltwirtschaftskrise. Es gab Kapitalverkehrskontrollen und Devisenkontrollen und man wollte mit jeder Macht verhindern, dass sich wohlhabende Deutsche, gut situierte Deutsche ins Ausland absetzen und so den Fängen des Staates entkommen, wenn es um die Besteuerung von Einkommen und Vermögen ging. Die Reichsfluchtsteuer wurde damals auf 25% des Vermögens angesetzt. Jeder, der Deutschland dennoch verließ, musste also 25% seines Vermögens dafür bezahlen. Es ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie das damals hier genau durchgesetzt wurde, aber ich nehme natürlich an, dass die meisten Vermögenden ihr Vermögen in Deutschland konzentriert hatten. Damit war es natürlich einfacher, diese Steuer zu erheben, als wenn das jetzt Vermögen weltweit gewesen wäre. Die Nazis haben dann natürlich diese Steuer aufs Schlimmste missbraucht, sie noch weitaus verschärft und vor allen Dingen waren dann jüdische Mitbürger und Dissidenten davon betroffen. Sie wurden praktisch komplett enteignet. Sie wurden aus dem Land gejagt, ja, und wurden dann auch noch enteignet. Also ein tatsächlich skandalöses Vorgehen hier. Unendlich viel Leid ist dadurch entstanden. Dass eine solche Reichsfluchtsteuer zutiefst unmoralisch ist und sich nicht mit den Grundsätzen von Demokratie und Freiheit vereinbaren lässt, das haben dann die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland erkannt und diese Reichsfluchtsteuer 1953 abgeschafft. Tatsächlich wurden dann auch jene, die davon betroffen waren, insbesondere während der Nazizeit, entschädigt. Aber, und jetzt kommt es, das ging nur 20 Jahre so und 1973 wurde sie wieder eingeführt. Da hatte man dann die moralischen Bedenken schon lange vergessen. Wir wissen ja, der Deutsche ist geschichtlich grundsätzlich blind. Und natürlich, wer hat wieder die Reichsfluchtsteuer eingeführt? Die Sozis unter Willy Brandt. Diesmal hier im Rahmen des Außensteuergesetzes und diesmal hieß sie Wegzugsteuer. Und du kannst es glauben oder nicht, wir haben sie immer noch, diese Wegzugsteuer, genauso unmoralisch und genauso unfreiheitlich, wie sie auch schon damals als Reichsfluchtsteuer unter Brüning hier beschlossen wurde. Das gibt es auch heute noch. Und sie wird zunehmend immer weiter verschärft. Zuletzt übrigens 2022 und auch wiederum 2025. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Nun möchtest du vielleicht sagen, bei der Wegzugsteuer werden ja auf keinen Fall 25% deines Vermögens fällig. Ist das wirklich so? Die Berechnungsformel hat sich natürlich geändert, aber die Wegzugsteuer wird ja letztlich fällig, wenn man an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist. Also mal angenommen, du bist hier ein kleiner Unternehmer und hast eine GmbH und diese GmbH macht einen Gewinn von 100.000 Euro. Da bist du ja bei weitem noch nicht reich. Ja? Das meiste deines Vermögens wird in dieser GmbH konzentriert sein. So, was macht das Finanzamt dann? Es sagt, dass diese GmbH 1,375 Millionen wert ist und darauf darfst du dann Einkommensteuer bezahlen nach Halbeinkünfteverfahren, um Deutschland zu verlassen. Also das sind dann 400.000. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass diese 400.000 für viele sogar mehr sind als 25% ihres Vermögens. Ja? Das heißt, ob die Steuer heute wirklich gerechter ist als zur Zeit Brünings, das wage ich hier einmal stark zu bezweifeln. Sicherlich, das Privatvermögen ist nicht so wirklich davon betroffen, aber seit 2025 ist die Wegzugsteuer auch auf Anteile von Fonds fällig, wenn man dort mehr als 500.000 einbezahlt hat insgesamt. Die österreichischen Politiker sind hier wieder mal die besseren Nazis. Sie haben nämlich seit 2016 ihre eigene Wegzugsteuer so abgeändert, dass sie das gesamte Kapitalvermögen betrifft. Also auch zum Beispiel Bitcoins, Aktien im Streubesitz und so weiter und so fort. Hier muss man allerdings dazu sagen, dass es in Österreich keine Schenkungssteuer gibt. Das heißt, der einfachste Weg, einfach sich hier seines Kapitalvermögens temporär und steuerfrei zu entledigen, ist dies in der Familie zu verschenken und sich dann möglicherweise später wieder zurückschenken zu lassen, wenn man nach Österreich zurückkehren sollte. So, also tatsächlich gibt es also schon eine solche Reichsfluchtsteuer und sie muss nicht noch erst eingeführt werden. Aber möglicherweise bist du nicht davon betroffen, wenigstens noch nicht. Ich gehe jedenfalls davon aus,
dass die Wegzugsteuer einer jener Steuerinstrumente ist, die weiter verschärft werden. Zum einen natürlich, weil der Staat immer mehr Geld braucht, zum anderen natürlich, weil man verhindern will, dass Wohlhabende, dass Leistungsträger tatsächlich das Land verlassen und zum anderen natürlich, weil es auch einfach ist. Das Gesetz besteht ja schon, man muss es einfach ein bisschen ergänzen hier und dort und bums, gilt es auch schon für viele andere Vermögensklassen als nur Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und möglicherweise Voranteile. Ich halte das übrigens für viel wahrscheinlicher als solche Dinge wie Lastenausgleich oder Einführung einer Vermögenssteuer. Das ist alles rechtlich ziemlich kompliziert. Hier die Wegzugsteuer zu verschärfen, das ist extrem einfach. Nun, nur damit wir uns richtig verstehen, eine Vermögenssteuer kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber die kommt vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt, weil sie kürzer ist. Die Wegzugsteuer ist einfach eine viel tiefer hängende Frucht. Was hieße das dann für dich? Nun, wie gesagt, in Deutschland gibt es ja keine Möglichkeit, einfach sich seines Vermögens zu entledigen, indem man es in der Familie verschenkt. Dann würde hier Schenkungssteuer anfallen. Da sind ja vielfach die Freibeträge nur sehr gering, außer es geht jetzt um Schenkungen an Kinder oder Ehegatten. Aber wenn man jetzt an Geschwister oder an Eltern verschenkt, dann sind die Freibeträge nur 20.000 Euro und danach fängt dann die Schenkungssteuer so richtig an. Also die österreichische Lösung würde hier nicht funktionieren. Vielfach gibt es eben dann gar keine Lösung. Und vielfach gibt es schon heute Mandanten, die leider nicht ins Ausland auswandern können, weil sie es sich schlicht nicht leisten können, weil sie diese Wegzugsteuer am Bein haben, weil damit also genau das erreicht wurde, was Brüning 1931 hier erreichen wollte, dass die Leute in Deutschland angekettet sind, Gefangene sind und dem Staat ausgeliefert bleiben. Und das Schlimmste ist, dass vielfach solche Änderungen, weil sie eben doch so einfach zu implementieren sind, gar nicht richtig angekündigt werden. Die letzte Verschärfung der Wegzugsteuer, die eben Anfang 2025 in Kraft getreten ist, wo es darum ging, dass jetzt auch Fondsanteile hier besteuert werden können im Rahmen der Wegzugsteuer, die wurde 2 Monate vorher angekündigt. Bürger, die sich davor schützen wollten, mussten dann sehr schnell innerhalb von 2 Monaten ihre Zelte abbrechen und ins Ausland gehen. Auch die letzte drastische Verschärfung der Wegzugsteuer 2022, womit dann der Wegzug innerhalb der EU nicht mehr wegzugsteuerfrei möglich war, auch damit hatte niemand gerechnet. Deutschland hatte schon mal eine ähnliche Regelung und war dann hier krachend vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Und jetzt haben sie das Gleiche mehr oder weniger nochmals eingeführt. Also eine Gesetzgebung, die eindeutig dem sonst so hochgehaltenen europäischen Charakter und dem Grundgedanken des EU-Rechts widerspricht, dass es nämlich ohne weiteres möglich sein sollte, dass ein Unternehmer von Frankfurt nach Paris zieht oder von Frankfurt nach Spanien zieht, ohne dass er hier in Deutschland festgehalten wird und nicht gehen kann, weil er sich die Wegzugsteuer nicht leisten kann. Nun, wie gesagt, die deutschen Politiker nehmen es ja nicht so genau, wenn es um den europäischen Gedanken geht. Nur wenn sie diesen hier propagandistisch ausschlachten können, dann ist ihnen die EU heilig. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann sind diese Grundsätze schnell vergessen. Man rechnet jetzt auch ehrlich gesagt immer wieder mit, dass diese neue Regelung zur Wegzugsteuer auch von dem Europäischen Gerichtshof landet. Aber bisher ist noch nicht viel passiert. Diesmal hat man es einfach geschickter angestellt und wie gesagt, innerhalb der EU hat sich auch rechtlich einiges verändert. Es gibt die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, die ATAD. Also auch EU-weit wurden tatsächlich die Regelungen verschärft. Freilich ein paar andere Länder haben auch eine Wegzugsteuer. Österreich habe ich schon genannt, aber eben vielfach nicht so streng, nicht so konsequent wie in Deutschland. Also das ist etwas, vor dem du dich in Acht nehmen musst. Hier musst du aufpassen, dass diese Wegzugsteuer nicht noch weiter verschärft wird, insbesondere eben noch weiter in den Bereich des privaten Kapitalvermögens hinein, wie es eben in Österreich der Fall ist. Ich kann nur allen raten, die sich mit dem Thema Auswanderung und Plan B beschäftigen, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Jetzt ist der Moment, hier wenigstens die Umsetzung schon mal zu planen. Auch wenn du noch nicht bereit bist, wirklich zu gehen, musst du damit rechnen, dass ja eine solche Planung möglicherweise mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Ja? Jetzt musst du dich damit befassen, jetzt musst du mit den Vorbereitungen beginnen, dass dann alles bereit ist, wenn es tatsächlich knallt. Sehen wir mal, was sich die deutschen Politiker hier noch so für Gräueltaten einfallen lassen. Da gibt es ja noch so einige Pfeile, die sie im Köcher haben. Entgegen der weit verbreiteten Meinung gibt es in Deutschland schon noch einige Steuervorteile, die jetzt so nach und nach, meine Prognose ist, dass wenigstens hier der Axt des Bundesfinanzministers zum Opfer fallen werden. Das wirst du sehen. Andere Bereiche neben der Wegzugsteuer sind Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Hier gibt es im Vergleich zu anderen Ländern hohe Freibeträge in Deutschland, zum Beispiel in Spanien
ist der Freibetrag bei der Erbschaftssteuer nur 18.000 Euro. In Deutschland ist er bei Kindern 400.000 Euro, bei Ehepartnern sogar 500.000 Euro. Auch die Möglichkeit, dass du Immobilien steuerfrei verkaufen kannst, das gibt es nicht in so vielen Ländern. Auch wenn es in Deutschland erst nach 10 Jahren möglich ist, ist es in anderen Ländern oftmals vielfach nur mit der eigengenutzten Immobilie möglich. Das heißt, ich denke, auch hier wird sich in Zukunft einiges ändern. Das sind alles die ersten Schritte, die tief hängenden Früchte. Das wird kommen, bevor dann die wirklich ernsten Maßnahmen wie zum Beispiel Vermögensteuer, Lastenausgleich etc. und pp. dann herausgeholt werden. Also die ganz großen Kanonen, sage ich jetzt mal. Das heißt also, meine Prognose hier, die Schlinge wird sich immer weiter zudrehen. Halt dich auf dem Laufenden, informiere dich, bereite dich vor. Und falls du bereit bist, auszuwandern oder zumindest einen Plan B zu etablieren, mache es jetzt. Hilfreich dabei können zum Beispiel immer auch unsere Seminare und Veranstaltungen sein. Auf unserer Webseite Perspektive Ausland findest du dazu mehr Infos. Wir haben unser Plan B-Seminar in Zürich regelmäßig oder auch Workshop-Tage in London und Zürich und natürlich auch unsere Reisen in verschiedene Länder, wo man mal vor Ort andere Länder für einen Plan B kennenlernen kann. Ich würde das natürlich wärmstens empfehlen, denn es sind diese ersten Schritte, die dann weitreichende Konsequenzen für dich haben können, weil du dich schon mal auf den Weg begibst, weil du schon mal Leute kennenlernst, die in der gleichen Situation sind. Das hat eine unheimlich positive Wirkung auf dein Gemüt, auf deine Psyche. Das gibt dir Optimismus, Kraft und Zuversicht. Daher sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, sich hier schon mal einzustimmen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als das, worüber ich gerade gesprochen habe. Wir helfen Mandanten beim Auswandern, wir helfen Mandanten dabei, die Steuern im Ausland zu optimieren, ihr Vermögen aufzubauen und Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.